Moin Freunde, es wird wieder Zeit für unseren Park. Ich habe mal ein paar Gehege vorgebaut und auch schon mal die Dinos ausbrüten lassen. Extra dafür. Und inzwischen habe ich ebenfalls alle Missionen durch. Und ich habe gerade gesehen, ich muss unbedingt meinen Weg wieder ändern, außer wenn ich es noch nicht gemacht habe. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt hier ja mal sehen. Wir haben heute eigentlich hauptsächlich vor, so viele von den großen und mittleren Fleischfressern wie möglich abzuhaken. Die meisten Gehege habe ich halt wirklich schon fertig, nur ja, ich bin noch nicht so ganz weit, vor allem nicht mit dem Eck hier. Da bin ich noch nicht ganz so fertig und zufrieden mit. Ja, auf jeden Fall. Hier, das wird jetzt langsam. Wir haben unseren Berg quasi schon eingebaut. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier hinten noch irgendwie eine Art Gehege oder sowas hinmache. Aber ja, auf jeden Fall kommen hier dann irgendwie die Pflanzenfresser hin. Fleischfresser würde ich dann noch mal hier in ein paar tun. Dafür müsste ich das dann irgendwie noch mal umbauen und ja, es wird noch alles ein bisschen merkwürdig werden. Alleine... Ah, schade. Hier ist schon die Grenze. Hier ist die Grenze. Ja, hier kann ich ein paar Hütten hinbauen. Maximal ein kleines Gehege noch hierhin, aber ja, ist es nicht wirklich was. Hierhin kann ich ja auch nicht wirklich sehr viel bauen. Das ist hauptsächlich alles nur noch für Deko. Hierhin könnte ich noch, ich würde sagen, 3 Gehege bauen. Dann war es das aber auch. Und ich muss ja auch noch auf das hier aufpassen, die ganzen Galerien und so, die ich hier habe. Also ja, es wird ein bisschen platzknapp dann. Das größte Problem ist eigentlich an den Fleischfressern, wenn ich es mal zeigen kann. Ich weiß gerade nicht mal, welchen Filter oder so ich eingestellt. Ah, da nach Familiengruppen. Hier. Die Kleinen. Kein kleiner Fleischfresser kommt mit dem anderen klar. Ich könnte die rein theoretisch auch mit Pflanzenfressern zusammentun, aber das ist auch so die Sache, äh, sehr viele Pflanzenfresser kommen nicht wirklich mit den Fleischfressern klar. Zumindest nicht die kleineren, was ich gerade bemerke, oder? Nö, die kommen mit Fleischfressern klar, die kommen nur nicht mit Kreuzungen klar. Anscheinend habe ich mich da immer komplett einmal übersehen. Ah, ja. Du willst mich doch ärgern, oder, ihr Stegos? Stegosauriden. Diese Stegosaurid. Die ganzen Teile, die können anscheinend mit Fleischfressern auskommen. Heißt also, ich könnte die, wenn ich will, noch in einem Fleischfressergehege machen. Aber natürlich muss ich dann aufpassen, dass die Fleischfresser bitteschön nicht unbedingt so sind. Lassen wir jetzt erstmal die Kreaturen frei. Angefangen mit den größten, nämlich ich probiere es nicht mehr auszusprechen, Acrocanthosaurus oder so. Hauptsache, wenn ich es einmal Freestyle probiere, funktioniert. So, dann den Terry, wo wirklich nix ihn mag außer Aasfresser und die Lystros. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Lystros nicht sogar in das Gehege hier reinmache, weil ich möchte am liebsten mindestens 2 in jedem Gehege haben. Genau deshalb habe ich die hier auch ausgebrütet. Damit die einfach hier hineinkommen. So, gut, gut, gut. Das, was ich jetzt natürlich noch brauche, ist die Essensstation für die. Das sollte eigentlich soweit ausreichen. Das nicht, aber die Lystros. Der Terry war doch der Einzige, der die Lystros direkt mochte und die Lystros ihn mögen. Yep. Also, der Terry ist wirklich das Teil, was ich überhaupt nicht mag. Komm, hier noch ein männlicher, dann hier einmal. Kann man eigentlich auf... Schade. Ich könnte immer noch 0 Sekunden machen. Also quasi instant. So, hier, Der bitteschön. Therizinosaurus ist zwar ein Pflanzenfresser, aber diese Klauen hätten mich fast getäuscht. Die Anatomie dieses Sauriers ist wirklich einzigartig. Und Und das es wird passt sicher ein sogar alles. großes Habe ich Publikum richtig gemacht. anlocken. Der ist eine echte Bereicherung.
Der sieht aber auch schon cool aus. Zwar nicht unbedingt mit den Krallen inzwischen so einschüchternd wie ein Ark, aber trotzdem sieht er noch cool aus. Und da kämpfen schon wieder welche. Wer? Ernsthaft? Ihr schon wieder? Ach, das Loch da unten ist wirklich... Was ist denn los? Hallo, wieso ist denn hier niemand mehr gescannt? Jetzt. Und Krankheiten wieder. Ach, na toll. Ihr hier braucht Weideland, Fleisch. Ja, okay, das passt alles. Hier, die drinne haben eigentlich auch alles, was sie brauchen. Und ich weiß immer noch nicht, wieso der Rex so aussieht und nicht wie der andere. Zumindest von dem Felle her. Ich glaube, das war irgendein Muster oder so. So, übrigens, das werde ich wahrscheinlich nochmal mit Bäumen oder so schmücken. Ich habe nämlich ein paar Steine, wie ihr hier sehen könnt, einfach dupliziert. Gut. Gut. Der nächste wäre dann der Giga. Wenn ich rausfinde, wo er war. Hier ist er. Der Giga, der kommt mit den Ovi zusammen. Der Oviraptor zählt nämlich auch als Aasfresser, also kann ich ihn dazu machen. Und rein theoretisch, was ich ja schon mal gesagt habe, könnte ich ja, weil ich es jetzt rausgefunden habe, die Stegos mit den Fleischfressern machen. Weil anscheinend mögen viele Tiere doch noch Fleischfresser. Ah, nee. Er mag keine Fleischfresser. Ist das nur der Chanko? Nee, er mag Fleischfresser. Nur bestimmte nicht. Er mag auch nur bestimmte nicht. Es ist auch nur der so... Der ist der mit nichts zusammenpasst, eigentlich. Keine Stegos, Ankylos oder Ceratoide. Die kann man wirklich nur mit dem Paar hier zusammen machen. Und von denen hier haben wir halt eben nicht so viel, was nicht irgendwie zu irgendwas anderem passt. Die passen halt alle zu allem zum Schluss. Aber na gut. Wer bin ich, der hier noch irgendwas entscheidet in dem Spiel. Gut, also Giga und Ovis kommen hier hin. Natürlich müsste ich dann auch mal wieder etwas hier hin machen. Nämlich die beiden Teile. Und wie ich gerade bemerke, ist das Teil hier nicht mehr in irgendeinem Umkreis. Yep, ist nicht mehr im Umkreis, auch nicht mal die ganzen Zäune mehr. Geschweige denn habe ich alles hier vergessen. Irgendwie glaube ich, die Muster sind ein bisschen, ja... Ich darf die Muster irgendwie nicht verändern, weil dann kommt sowas bei raus. Der eine sieht nach dem alten Skin aus und der andere nach dem deutlich schöneren, neueren. Aber ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich ist das hier sogar das akkuratere, wie ein Giga ausgesehen hat. Weil der hat deutlich mehr Fett als nur so Muskeln um die Knochen rum. Geschweige denn, keine Ahnung, was das hier für Stacheln sind, aber es sieht halt cooler aus, so rum. Und die Oviraptoren waren ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt ihn finde, da ist einer. Ja, die sind sehr, sehr klein. Aber die habe ich jetzt auch noch zufrieden gekriegt, gerade so mit den ganzen Blättern und hier. So, aber jetzt ist die Sache. Einmal der Mamenchi möchte ich am liebsten hier rein jetzt noch machen. Einfach nur, weil wir ja hauptsächlich eigentlich nur wegen den scheiß Pflanzenfressern, weil ich nicht weiß, wohin jetzt hier ich das nächste Gehege machen würde. Wahrscheinlich dann hier so am Rand entlang, dass das genau am Fluss irgendwie drauf liegt. Obwohl, nee, dann mache ich da doch den Mamenchi rein. Wir haben ja genügend von den Langhälsen. Apropos Langhälse. Einmal will ich die Apatos hier bitte schön runter machen. Also bitte alle Apatos mal ganz kurz rauskommen aus euren Ecken. Denn Apatos können, was ich bemerkt habe, mit Brachios zusammenkommen. Und die Folge wird doch nicht mit den Fleischfressern, ja. Ich habe einfach gerade Lust,
weil ich jetzt die Brachios und die Langheads haben wollte, ein paar mehr von den Pflanzenfressern. Geschweige denn müsste ich dann noch ein paar mehr Gehege bauen, die ich eindeutig ein bisschen besser machen muss. Das hier ist ja nur so ein schnell gebautes jetzt, was soweit schön aussehen soll. Und ja, mal sehen, wie es wird. So, wie sieht's aus? Ja, die Paras werden geliefert, dann kommen die Stekos und danach die Brachios. Die sollten eigentlich alle miteinander klarkommen. Genauso wie ihr theoretisch dann klarkommen solltet mit den ganzen. Der beeindruckende Knochenzapfen des Parasaurolophus Los? ist nicht nur Ja. majestätisch, sondern hat auch diverse Funktionen. Von Kommunikation bis Wärmeregulierung. Die Evolution ist wahrlich erfinderisch. So hier, dass dieses kleines bisschen Sumpf, was die ja brauchen, auch noch da ist und der Wald quasi weitergeführt wird. Ja, hier kann ich so ein bisschen diesen Sumpf hier einfach nur mal hinmachen als so eine Art kleines, ja, feuchtes Land. Das sollte eigentlich hoffentlich soweit dann wieder gut aussehen. Hier ein bisschen davon noch und dann sollte es eigentlich reichen. So, jetzt euch hier, Paras. Ihr braucht ja noch Nüsse. Nicht meinen Sumpf wegmachen. Gut, Nüsse habe ich. Ihr hier, was braucht ihr? Ihr braucht noch Blätterbäume. Blätterbäume, genau hier. So, jetzt seid ihr 100%, ihr seid 100% und ich muss noch irgendwas hier reinmachen, damit die auch weiterhin, ja, zu sehen sind. Also noch einen Ranger-Posten. Mit meinem neuen Team hier. Du machst das hier. Ja, hier habe ich extra ein Team, was hier unten die ganzen macht. So, okay, jetzt, was habe ich denn hier noch drin? Genau. Patagot Titan wollte ich jetzt hier hinein machen. Wenn ich jetzt hier noch anscheinend ein paar rausmachen muss. Anscheinend habe ich 2 vergessen. Ja, hier, der ist halt wirklich... Ich will nicht unbedingt sagen, dass er so hässlich ist, aber irgendwie das Verhältnis Fleisch am Hals zu Fleisch am Körper ist da ein bisschen falsch geraten. So, und jetzt kommt ihr wieder hier hinein. Hauptsache, ich kriege zum allerletzten Schluss noch den Brachio hier hinein in das Gehege, was eindeutig kleiner ist, als es sollte. So, jetzt die Brachios, die 2 Stück. Und danach die Stekos. Stekos brauchen, hier, Nüssebaum, Nüsseboden, Pflanzenfaserboden. Also, Nüsseboden, Pflanzenfaser, Nüsseboden. Ihr seid jetzt auf 100% oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, noch ein bisschen mehr. Hier, Bäume. So, hier. Sollte hoffentlich soweit gut sein. Genau wie ich hat auch Ihr der habt jetzt noch genügend Brachiosaurus ein Weideland. großes Herz. Aha, habt ihr. Der Saurier braucht es natürlich nur, um Blut in Kopf und Schwanzspitze zu Hier, ja, transportieren, Sumpf ist da während hinten, ich eben genauso einfach ein wie die großherziger Typ Nüsse bin. und ich brauche Wer deutlich kichert mehr da? Nüsse. Ich brauche ja so viel mehr Nüsse. Aber na gut, jetzt kriegen wir einen sehr großen Teil abgehakt, weil ich jetzt nicht mehr so viel terraformen muss. Der größte Teil hat ja meist an den Terraforming, vor allem Dingen für das hier gedauert oder hier halt eben noch, was ich hier haben will genau. Oder hier das ganze Terraforming, was ja jetzt auch wieder Zeit verbraucht, weshalb ich nicht hiermit weitermachen kann. Ja, das ist halt wirklich die Sache. Terraforming braucht seine Zeit. Und es sieht halt auch nicht... Ich bin zufrieden, aber es sieht halt nicht so aus, wie ich es mir am liebsten vorgestellt habe. Relativ zufrieden, aber immer noch nicht perfekt. Und ernsthaft.
Ist hier überhaupt einer Der zugewiesen? Stegosaurus Oh. wirkt vielleicht ruhig und friedfertig, aber man sollte nie nachlässig Vielleicht werden. sollte ich ja mal Wenn er einen sich hier bedrängt zuweisen. fühlt, könnte er unsere Zäune beschädigen. Ich weiß, wovon ich rede. Hä? Du hast schon Posten. Du bist Avarium. Habe ich irgendwie hier was verpasst? Ich hab doch... Produkt transportiert. So. Oh. Da habe ich doch was vergessen, was eigentlich noch hier hinkommen müsste. Okay. Da habe ich doch noch was vergessen, was ich noch machen muss. So, wie sieht es eigentlich mit den Stego aus? Ja, lassen wir ihn erstmal sein Gebiet machen. Aber Brachio braucht Ruhe. Brachio braucht nicht mal so viel Rückzugsraum. Die brauchen aber sehr viel Nüsse. Und nochmal ein bisschen mehr Sumpf, so wie es aussieht. So, Sumpf ist da. Jetzt noch Nüsse. Ich kann ja fast meinen ganzen Wald wegmachen, so viele Nüsse wie ihr braucht. Ihr seid noch auf 100%, ihr seid auch auf 100% und jetzt sieht es nicht mehr so schön aus wegen den ganzen Nüssen, ey. Die haben meine Schönheit kaputt gemacht. Und ihr hier müsst bitte schön euch auch mal ein bisschen hier ausbreiten und so. Auch wenn das hier wahrscheinlich nicht ausreichen wird, Boden, Pflanzenfasern und das Ganze, aber trotzdem, ihr müsstet euch einfach nur mal ausbreiten. Ne? So, Pflanzenfasern, Boden habe ich fast. Für die Paras müsste ich aufpassen wegen dem Weideland. Eieieiei. So, es ist immer noch da. Ihr wollt jetzt nicht ernsthaft ausbrechen. Los, komm! Ich will wirklich gleich ausbrechen, wenn es nicht so weitergeht. So hier, jetzt muss ich wahrscheinlich bei den Brachios nochmal ein bisschen mehr Nüsse irgendwie anders hinmachen. Ja. Das ist gerade sehr, sehr beschissen. Natürlich auch alles unter Nüsse. Ja, hier ist so. Ich möchte den Zaun wenigstens ein bisschen abgedeckt haben mit normalen. Ey, nein. Nein, jetzt reicht's mir. Jetzt betäube ich einen von euch und setze ihn hier zum Wasser hin. Und den Mamenchi, nee, den mache ich noch nicht. Weil ich muss dann ehrlich sagen, wir haben dann theoretisch alle Langhalse. Das hier haben wir. Hier die Stegoteile muss ich unbedingt noch in die Fleischfressergehege machen, wenn ich die kleinen dann zum Schluss habe. So, die haben wir. Wir haben auch alle Avarien und Wasserdinos. Wir haben da eigentlich auch alle großen Fleischfresser. Aasfresser, den Kombi würde ich ganz gerne zumindest irgendwie ein anderes berühmtes Gehege machen. Beispielsweise Kombi zu den Velos. Oder zu den Dimetrodons oder Dilos. Oder ja, eins von den dreien auf jeden Fall. Dann mache ich die Kompis rein. Mamenchi mache ich ins nächste Pflanzenfressergehege, was hoffentlich ein bisschen besser läuft als das hier. Das ist ja eine reine Katastrophe wieder mal. Ich hätte doch ein bisschen was anders machen sollen. Paras sieht auch noch gut aus. Ja, okay, das Gehege ist halt wirklich, man bemerkt, dass ich da sehr, sehr schnell einfach eins hingemacht habe. Aber hey, wenigstens gehen unsere Flüsse jetzt wieder ihren Lauf. Und wenn man so auf die Karte schaut, ist schon ganz schön was los. Dafür, dass ich jeden Dino hier haben will. Zudem muss ich aber auch sagen, ich mache so, dass wenn jetzt irgendwie DLCs und so rauskommen, ich wahrscheinlich eine neue Karte starten würde. Aber dann auf einer DLC-Karte und da dann alle DLC-Dinos mache. Weil ich habe
Irgendwas passt bei dir hier nicht. Früchte, Baum und Pflanzenfasern, Baum. Früchte, Baum, Pflanzenfasern, Baum. Hier. Bitte, Leute, fangt den nochmal ein zum Ende der Folge hin, damit wir ihn wenigstens haben. Oh, der backt jetzt ein bisschen rum, aber ist noch in Ordnung. Ach Mist, Wartung, Wartung, ja, Wartung ist große Manko mal wieder. Mann, dass das Teil unbedingt da drin sein muss. Das ist wirklich jene Sache an der Wartung, wo ich echt sagen muss, nein, das hätte man besser machen können. Hier, das Team, geht mal hier hin und repariert doch das hier gleich mal. Habe ich irgendwas verpasst? Jetzt ganz ehrlich, habe ich irgendwie was verpasst? Oder wieso ist bei denen der Komfort für jemals so extrem runter? Ach, na gut, dann muss ich doch Brarios und Apatos in ein größeres Gehege machen, was ich hier drüben hin mache. Obwohl, ach, ich brauche auf jeden Fall ein sehr großes Gehege für die Apatos. Die kommen nicht klar. Das Gehege hier war eigentlich relativ groß genug, aber die haben sich einfach, ja, so weit immer wieder aufgeteilt, dass immer wieder alles runtergegangen ist. Das hier könnte vielleicht jetzt genug sein. Ja, für ihn reicht das. Dafür, dass ich ihn eigentlich auch nur in den Gehege habe, weil, ja, ich noch einen Langhalttier rein musste, muss ich mich doch jetzt so um die Apatos kümmern. Okay, nächste Folge. Nächstes Riesengehege. Irgendwie hierhin wahrscheinlich. Für die Apatos und Brachios, der Dreadnought, den mache ich dann doch hier rein, so wie es jetzt aussieht zum Stand. Mamenchi meine ich und nicht Dreadnought. Den Dreadnought habe ich ja unten im Sumpf. So, und dann muss ich nächste Folge doch nochmal ein paar mehr von den Gehegen vorbereiten für die Fleischfresser. Weil ich weiß nicht wohin. Dieses Quinzanosaurus mag den Mamenchi. Der Metriacanthus, den müsste ich eigentlich mit den Kompis machen, weil sonst habe ich nur einen in dem Gehege und der Metriacanthus mag ja keine Pflanzen. Obwohl, den könnte ich vielleicht mit Pflanzenfressern zusammen machen, genau. Den mit so einem Stego, Mamenchi und Quinzer, die beiden zusammen, Alu und Cerato zusammen und dann haben wir es. Das sind dann 1, 2, 3. 3 Gehege für Fleischfresser und noch eins für Pflanzenfresser. Mal sehen, was ich alles noch vorbereitet kriege für die nächste Folge. Aber ich würde jetzt sagen, wir sind wahrscheinlich schon wieder über meine eigentliche Zeit von ungefähr 15 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn vielleicht ein bisschen weniger Chaos zum Schluss ist und ich die Gehege ordentlich vorbereiten kann. Und bis dann!